Oh, guten Morgen, wir haben Mittwoch, der dritte Tag der Reise. Oh, gestern Abend habe ich hier noch einen Biber gesehen, also ein Riesenexemplar von Biber. Also da kann ich nur hoffen, dass der nie zu meinem Wertach-Biber kommt, weil der hält dann äußerst schlechte Karten gegen so einen Riesen. Das war schon sagenhaft. Okay, schauen wir mal, wie es heute läuft. Der Wasserspiegel ist weit gesunken über Nacht. Kurz vor der Dämmerung so schnell, da waren die Fische für ein paar Sekunden in der Luft gestanden. Schauen wir mal, wie es wird. Oh, losgekommen und der Start war 8:35 Uhr. Wir haben gleich die erste Sohlenrampe. Bin mal gespannt, ob es funktioniert. Und wie man sieht, ich hänge schon wieder. Ja, es fehlt einfach schon wieder das Wasser, was in der Nacht weniger geworden ist. Aber auf die Schläuche legen hat es gerade noch mal rausgerissen. Hurra! So, kann man die Obacht geben. Man konnte vorher, da hinten ist die Vegetation etwas niedriger. Ich glaube, da ist ein Wehr. Eindeutig, das ist ein Wehr. Und da rechts sieht man auch die wahrscheinlich nicht funktionierende Fischtreppe. Wir müssen einfach mal aussteigen und gucken, wo hier die beste Möglichkeit ist. Das habe ich am Hinfall gar nicht gesehen. Hier hat eine kleine Rampe. Und was wäre, hinten haben die Leute so grobe Steine, so wie es vom Boot aussieht. Ich glaube, jetzt gehe ich mal so rum probieren. Wenn es schon so eine schöne Rampe hat, so eine Einladung. Oh, jetzt haben wir eine kleine Erkundigungstour gemacht. Ja, ich gehe es umlaufen. Auch wenn ich einmal vom Wagen runternehmen muss und es unterm Weidezaun durchbuxieren muss. Aber allemal noch besser als über die groben Steine dahinter. So. Auf geht's der lange Marsch. Und hier sieht man auch schön die verbrannten Wiesen durch die lange Trockenheit. So, und nachdem ich vorher geunkt habe, die Fischerei würde nicht funktionieren. Siehe da, die ist intakt. Vielleicht ein bisschen wild, aber für Flussfischer soll noch zu schaffen sein. Oh, ich habe Glück. Der Stacheldraht ist hoch genug. Ich komme durch. So, und hier geht es dann runter zur Mosel, zum Fluss. Ich bin jetzt mal gespannt, ob es gelingt, das ohne zu kippen da runter zu kriegen. Hindernis überwunden, aber war nicht das Problem. Das Problem waren diese beiden kleinen Äste da. Auch hier ist wieder spannend durchzukommen. Da soll es wirklich nicht kippen. Da hat es Dornen links und rechts. Das wird so oder so interessant. Und
das zum Thema Fischtreppe funktioniert eindeutig nicht. Reiner Fake. So, jetzt muss ich dann noch weiter vorlaufen über den Kies, weil hier ist zu flach, weil die Turbinen laufen nicht. Zu wenig Wasser zur Stromgewinnung. Oh, da vorne heißt es Obacht geben, da hast du eine Sohlenrampe inklusive Baumhindernis. Okay, kein Problem, da kommen wir gut links vorbei. Wenn auch vermutlich mit aufliegen. Ja, mit aufliegen. Gleich dahinter, da ist ein schönes Altwasser, wo es auch gut reinströmt. Aber ich habe keine Ahnung, wie gut wir da wieder rauskommen auf der anderen Seite. Das geht jetzt lieber mal nicht riskieren. Die nächste Sohlenrampe. Das wird schon wieder mit Durchruckeln funktionieren. Ups. Oh. Okay, ja, da muss ich paddeln, dann geht das. Mit ein paar kräftigen Paddelschlägen ging es ganz problemlos durch. Hier gibt es auch massenweise Biber. Da kennen wir hier immer gut an diesen, Gott, den Namen hier ein, an dieses Gewächs, das hier eigentlich nicht hergehört. Aber bisher Glück mit den Sohlenrampen. Die lassen sich alle mit leichtem Grundkontakt fahren. So. Ich muss sagen, in dem Teil ist sie jetzt schmaler als, hier war es eigentlich immer breiter, kann man sagen. Also das wundert mich schon ein bisschen, dass so eine freie Nagelstrecke ist, so kurz vor der Brücke. Interessant. Ja, und kurz vor der Brücke hat sie so eine Stelle, sucht ihr einen Weg. Schauen wir mal, ob ich richtig gewählt habe. Ah ja, aber das geht schon. Okay, jetzt gehen wir mal gucken, ob wir in dieser Ortschaft hier oben einen Cappuccino kriegen. Wieder ein Haufen Verblockungen. Aber wir Glück, uns geht einigermaßen durch. Dieser Automat sagt einem wohl, hier gibt es keine Bäckerei. Und da ist noch ein Brot sichtbar. Ich glaube, da schlage ich immer besser zu. Bevor ich jetzt noch gucke, ob es vielleicht doch noch ein Cappuccino gibt irgendwo. Ja, leider geht der Automat nicht. Der mag nicht. Ging doch. Ich habe den Knopf hier übersehen. Weiter geht's. Gut gestärkt mit 1,5 Stangen Baguette. Und weiter geht's im Fluss hinunter. Das wird wieder nur mit Durchdrücken funktionieren. Naja, auf geht's. Aber wo folgen wir jetzt?
So, die nächste Rampe. Die sieht auch wieder brutal flach aus. Da eine Rampe und dann kommt da vorne gleich die nächste. Haben einen sehr guten Weg durchgefunden. Schräg nach links rüber. Ich glaube über den äußeren Schwalder. Das müsste funktionieren. Tja, theoretisch war das gut gedacht, aber man kommt nicht hin. Dann nehme ich hier das kurze Stück da, gehe ich da in die Bucht rein und dann ein paar Steine drüber. Und nicht eine lange Rampe durchs Wasser durchlaufen. Da fahren wir ein Silberreiher. Und wie es so ausschaut, ein gut getarntes Wehr. Und sonst auch natürlicher Absturz. Da muss man mal vorsichtig hinfahren. So, das ist hier ein altes Wehr. Also ein Stützwehr für die Sohlenrampe. Und gefällt mir jetzt, hier kriege ich Wasser hinzu. Aber jetzt doch einfach hier rüber, da runter. Einfach rüberziehen. Mein Bootshändler aus Kaufering wird sich freuen. Das Boot kommt schwer angeschlagen zurück. Da vorne hat wohl das nächste Querverbauung. Ich habe mich ja doch mal glatt getäuscht. Da hat es doch nichts. Jetzt heißt es auf Wanderschaft gehen. Hilft nichts. Außen ein bisschen tiefer, vielleicht funktioniert es ja doch bei der Rampe. Der Wunsch der Fahrer des Gedankens, es reicht einfach nicht. So, Hindernis überwunden und freie Fahrt voraus. Nichts zu sehen. Okay, wie es ausschaut, wahrscheinlich breit, tief ist das nächste Abbruch ziemlich tief. Oder lang. Oh, genau, da vorne lugt das Wasserkraftwerk hervor. Länger Erkundungstour habe ich was Schönes gefunden, wie ich da reinkomme wieder. Weil jetzt so das hier rüber zu buxieren, habe ich nicht wirklich Bock. Oh. Oh. Und da komme ich mit dem Wagen raus. Und dann, gut 5 Meter weiter dahinter, kommen wir wieder zum Fluss. Hier quer rüber habe ich wohl einfach gezogen. Da über den sprüngigen Hang verdammt das rüber zu tragen, ziehe den Wagen, da soll irgendwo hängen. Und jetzt tue ich auch wohl auf den Wagen drauf. Kommt das schwerste Stück. Da werde ich so dann ziehen müssen. Ups. Hindernis überwunden und weiter geht's. An einem Wehr da hat mir doch ganz schön viel Wasser geklaut. Da ist ganz schön was abgeleitet worden.
Oh, ich hoffe nur, dass das geklaute Wasser bald wieder zurückkommt. Sonst muss ich wirklich den Kanal nehmen, weil dann geht einfach nichts mehr. Ein ganz schöner Tanz darunter. Und das wird nicht besser. Hurra! Da kommt das geklaute Wasser wieder. Hurra! Da vorne ist das nächste Hindernis. Mal schauen, wie wir diesen Hilfsdamm da kommen. So kann man sich täuschen. Es war diesmal gar kein Damm. Da geht es rechts vorbei. Dann nehmen wir hier mal die Umleitung, wenn ich da wahrscheinlich aussteigen muss. Aber das klingt ziemlich heftig. Das könnte eine senkrechte Abbruchkante sein. Dann fahre ich mal lieber da lang. Vorhin das Boxhorn jagen lassen. Das war bloß die Reflexion. Was da so tost, das sind die Bäume. Da hat es einen ziemlich heftigen Wind. Gegenwind. Das wird spaßig. Ein Schuss Gewalt geht alles. Ja, mein Unterboden schauen wir lieber nicht an. Erst wenn ich daheim bin wieder. So, sieht nach einer etwas längeren Laufstrecke aus. Einfach zu breites Teil und zu wenig Wasser. Vielleicht geht jetzt das Landschaftsbild verändern. Eventuell wird es ein bisschen bergiger. Schauen wir mal. Schauen wir mal, vielleicht wenn ich aufstehe, vielleicht finde ich dann die tiefe Rinne. Tieferes Wasser gefunden. Schauen wir mal, wie lange es gut geht. Hier so einen großen Gumpen mit schön tiefem Wasser. Dann haben wir eine schön freie Strecke und dann haben wir heftigsten Gegenwind. Da vorne ist eine Bootstrecke. Oh, das sieht nach Grabner aus. Das sieht nach Grabner aus. So. Wir werden uns erwarten. So verrückt sind nur Deutsche, eine Mehrtagestour im Kajak zu machen oder Kanu. Aber die machen jetzt schon Pause. Ja, ich meine, Schluss für heute. Ich will noch ein bisschen fahren. So 17 Uhr ist doch ein bisschen arg früh. Schon mal 18 Uhr arg früh, weil ich immer Schluss mache.
Dann müssen wir mal schauen. Da ist hier so eine verdächtig gerade Linie. Links hat es auch einen Bau. Schauen wir mal. Schauen wir mal, vielleicht können wir diese Rampe da einfach runterrutschen. Und so schön mit Moosstein dürfte schon gehen. Auf der anderen Seite viel, vielleicht besser, aber viel Wasser. Ja, bis vielleicht doch irgendwo hängen bleibt, ist mir die hier lieber. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Fahren wir vorsichtig hin und schauen. Genau, das schaut gut aus. Da rutschen wir den Moos einfach runter. Okay, der Plan war gut, aber das Moos bappt brutal. Ich bin doch ausgestiegen, aber zum Glück ist das Moos nicht rutschig. Es geht. Also, Pech in dem Fall. Und hätte ich von Ausgang schauen sollen, ganz am Anfang, da wäre eine gute Rutsche gewesen. Aber naja, jetzt bin ich hier. So, Hindernis 1 überwunden, kommt Hindernis 2. Sieht man einer schönen Rampe aus. Das dürfte funktionieren, einwandfrei. Jawohl, das ging astrein. Wir lenken müssen, aber ansonsten ging es. Die nächste Rampe, aber da ist ein kleines Altwasser und da ist ein Angler. Auf diesem Platz habe ich es gerade abgesehen gehabt. Jetzt hierher, anders hingelaufen und vielleicht habe ich ein Riesenglück, wenn wir doch etwas tun hat dran, aber hier hat es einen Biberfressplatz. Schauen wir mal, vielleicht habe ich ja Glück. Und von da holt das sich. Da hat die Schleifspur da runter. So, mein Lagerplatz. Oh, heute wird es heftig. Eine ziemlich stürmische Nacht wird es wohl werden. Mein Zelt auch äußerst ungünstig aufgestellt. Genau der windanfälligsten Seite. Aber da ist der Biberfressplatz. Ich noch mein Zelt als Tarnzelt. Schauen wir mal, ob er überhaupt nicht blicken lässt.